Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten mit Sifteck Phantom Leaf Wasp 1 heute bei uns. Ja, erst nochmal an euch alle da draußen frohes Weihnachtsfest. Wir gehen euch auch am 24. auf den Zeiger und haben euch ja versprochen, jeden Adventsteil, und der 4. ist nun mal hier an Weihnachten direkt, euch ein Phantom Leaf Video zu liefern. Diesmal geht es um Wasp 1, was unter dem Label Sifteck von Miltech produziert wird. Hatten wir euch schon auf der SHOT Show 2023 initial vorgestellt. Wir haben auch unsere Bedenken geäußert, was die Firma Miltech angeht. Viele von euch bezeichnen Miltech nach wie vor mit Miltech. Da haben wir auch schon drüber gesprochen und tatsächlich auch mit den Leuten von Miltech gesprochen. Interessanterweise in den USA, wo Miltech auch ursprünglich mal gestartet hat, da denkt keiner so, weil einfach da der Grundgedanke nicht da ist. Das ist irgendwie nur hier in Deutschland so. Und wir müssen ja auch gestehen, dass wir das mal gesagt haben und auch darüber so gedacht haben, aber eines Besseren belehrt worden sind. Man muss manchmal auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, um Sachen nochmal neu zu bewerten, um ihnen dann auch nochmal eine zweite Chance zu geben. Und das kann ich euch, auch wie sehr ihr Miltech hassen werdet, gebt dem mal eine Chance, schaut euch die Sachen nochmal an. Das ist wirklich nicht mehr das, was es mal vor 8 oder 10 Jahren war, sondern die sind auch mit der Zeit gegangen und haben wirklich eine durchweg grundsolide neue Produktionslinie. Und die haben wir euch hier auch zum Teil mal mitgebracht und wollen euch dann auch nochmal die Chance geben, dazu was zu gewinnen am Ende dieses Videos. Da gibt es dann ein kleines Gewinnspiel, also auf jeden Fall dranbleiben und am Ende nochmal reinschalten. Und natürlich auch gerne kommentieren, wenn irgendwelche Artikel von Miltech euch brennend interessieren. Dann werden wir die euch auch nochmal im Detail vorstellen. Wir werden jetzt hier nur mal einen groben Überblick machen, weil das Video ja sonst viel zu lang werden würde. Aber einfach mal ein paar Highlights, die wir hier rausgepickt haben, die jetzt hier auch eben in dem neuen Wasp 1 Muster Z1, Z3A und Z1B rausgekommen sind. Das sind die 3 neuen Tarnmuster unter dem Wasp 1 Pattern. Und das ist, denke ich, eine ganz feine Sache, dass wir die jetzt euch einmal zeigen. Ja, ich denke, dann steigen wir einfach mal direkt ein und gehen mal über die Sachen, die wir hier mitgebracht haben. Wir steigen mal direkt ein mit dem ersten Teil hier. Das sind die Softshell-Handschuhe von Miltech, die es dann natürlich auch in dem Sifteck Phantom Leaf Muster Wasp 1 gibt, aber natürlich auch in anderen Tarnmustern und gedeckten Farben von Miltech direkt. Da muss man als allererstes mal sagen, wenn man die jetzt das erste Mal sich anschaut, sehr wertig. Deswegen haben wir auch gesagt, die kommen definitiv in die Verlosung, dass ihr euch die auch mal im Detail anschauen könnt. Hier werden auch keine günstigen Materialien verwendet, nenne ich es mal, sondern hier ist Tinsolate Futter von 3M im Einsatz. Das heißt, ihr habt hier die Außenshell mit Tinsolate und innen drin nochmal ein Polyester Fließfutter. Die Unterseite ist aufgeraut und Touchscreen-fähig. Also da gibt es eigentlich nichts, was einem teureren Handschuh oder was ein teurer Handschuh mehr kann als dieser Handschuh. Und hier natürlich dann auch entsprechend in den neuen Tarnmustern haben wir das für euch mit dabei. Das kommt auch in unseren Verlosungstopf. Das Multifunktionstuch ist 100% Polyester. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nichts, weil der sagt, ich möchte gerne einen Baumwoll-Buff haben. Aber auch Buff selbst macht ja auch reine Polyester oder reine Kunstfaser Multifunktionstücher, und die haben natürlich den Vorteil, dass sie extrem schnell trocknen und eben auch dann multifunktionell sind. Hier auf der Verpackung habt ihr auch direkt schon mal aufgeführt, wie ihr dieses Multifunktionstuch nutzen könnt, als Gesichtsschutz, als Mütze, für den Nacken, als Stirnband, als Haarband. Da gibt es verschiedene Varianten und eben hier auch nochmal im Phantom Leaf Muster mit dabei. Beim Boonie, den haben wir auch in einem Fotoshooting schon von Miltech uns mal genauer ansehen können. Auch ein grundsolides Produkt. Da ist auch von der Verarbeitung her nichts zu bemängeln. Hier sei auch nochmal hervorzuheben, dass man bei den Phantom Leaf Produkten sehr viel Wert darauf gelegt hat, möglichst die Tarnung in den Vordergrund zu setzen und eben auch Elemente, die normalerweise bei anderen Produkten einfarbig sind, Stichwort Multicam und sandfarbenes Gurtband als Beispiel, hat man hier versucht, eben Elemente, die normalerweise einfarbig verwendet werden, auch hier in dem Tarnmuster abzubilden. Das wäre hier beim Boonie dann das Band, wo Tarnmaterial angebracht werden kann. Seht ihr, hier ist auch genau in derselben Farbe wie eben auch der Boonie, da fällt nichts auf. Ansonsten her klassischer US-Schnitt, weite Krempe, diese
dieses Band, um hier Material anzubringen und natürlich auch die typischen Ablaufösen. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf der Innenseite an. Also auch da hat man hier im oberen Bereich nochmal ein leichtes, abriebfestes Material gewählt. Sehr luftig, sehr leicht. Weite Krempe ist nicht jedermanns Sache. Also gerade wir sagen immer, so ein cooler, kurzer Kommandoschnitt ist da schon ein bisschen schöner. Das ist aber, wie gesagt, reine objektive Präferenz. Aber um euch einfach auch mal zu zeigen, wie sowas aussehen kann, hier haben wir für das Phantom Leaf Shooting haben wir einfach mal den äußeren Rand weggeschnitten. Da seht ihr, wie man ganz einfach mit dem Einfassband, wenn man das wegschneidet, wie man da schon so einen schönen, coolen, kurzen Schirm hinbekommt und auch so einen kleinen Used Look. Und wie ihr sehen könnt, dann lässt sich auch die Krempe viel besser biegen, wenn das mal eine Option für euch wäre. Also so kann man relativ schnell einen sehr coolen Boonie aus einem Standard-Boonie produzieren. Ja. Wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Softshell-Jacke. Das ist die Softshell-Jacke SCU 14. Wie ihr sehen könnt, ganz normale Softshell-Jacke, wie man sie auch von anderen Herstellern kennt, nur eben auch hier in dem WASP 1 Tarnmuster in allen 3 Varianten verfügbar. Auch hier wieder, wie ich es eben schon gesagt habe, mit Fokus auf das Tarnmuster. Die Klettflächen zum Beispiel sind hier komplett auch im Tarnmuster abgedruckt. Das heißt, da muss man sich keine Gedanken machen, dass man hier nochmal was abdecken muss zusätzlich. Da hat man wirklich Wert drauf gelegt. Überall sind Zipperpulls verbaut. Die Nähte sitzen sauber und gerade. Ihr habt einen hochschließenden Kragen, der auch nochmal eine Kapuze mit integriert hat. Der Reißverschluss ist in 2 Wegen bedienbar. Das heißt, ihr könnt die Jacke von unten und von oben öffnen und habt hier dann eine Windflappe unterlegt und der Reißverschluss selbst ist zwar vorne exponiert, hat dann aber auch hier nochmal so 2 Lippen, die über dem Reißverschluss gehen, um eben das Ganze nochmal ein bisschen vor Dreck und Staub und Wind zu schützen. Ja, das Ganze ist fließgefüttert, wie ihr hier sehen könnt, also auch da Wert auf Komfort gelegt. Innentaschen sind vorhanden. Die Außentaschen hier auf der Brust sind so angelegt, dass ihr da auch ohne Probleme rankommt, wenn ihr andere Ausrüstung darüber tragt. Ihr habt moderne Klettverschlüsse an den Ärmelabschlüssen. Also da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das ist wirklich eine super Budget-Softshell-Jacke. Ihr habt ja ganz oft schon bei uns gesagt, ihr würdet gerne auch mal günstige Produkte sehen, die was können. Und das wäre eins davon. Nehmen wir für euch gerne auch nochmal im Detail unter die Lupe, wenn ihr denn nochmal alle Features vorgestellt haben wollt und vielleicht auch mal nochmal einen Härtetest oder was auch immer ihr euch da vorstellt. Wassersäule 5000 mm, by the way, und wiegt in der Größe M ca. 800 Gramm. Ja, den Assault Pack muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Das ist wohl eines der beliebtesten Artikel, die es bei Miltech im Sortiment gibt. Das ist, ich glaube, das war der Falcon von Maxpedition, der da, ja, Hannes gibt mir einen Daumen hoch, der Falcon von Maxpedition, der vor Jahren oder Jahrzehnten mal da Model gestanden hat. Und Miltech hat dann irgendwann mal das Modell aufgegriffen, ein bisschen nachgebessert und angepasst. Und ja, seitdem ist das Ding einfach ein Verkaufsschlager und preislich natürlich auch unschlagbar. Ja. Es ist jetzt persönliche Meinung. Ich würde jetzt mit so einem Rucksack vielleicht nicht in den Kampf ziehen, ja, weil wenn man sich die Nähte anguckt, die sind zwar alle sauber verarbeitet, aber hier sind dann vielleicht an den Stressstellen fehlt dann vielleicht mal eine Riegelnaht oder so, weil man dann vielleicht nur einfach genäht hat, um eben die Kosten auch günstig zu halten. Aber das ist ja auch die Intention, ja, einen günstigen, qualitativ gut verarbeiteten Rucksack zu bekommen. Und genau das bietet der Assault Pack von Miltech. Und auch hier wieder Gurtband und Klett in der Phantom Leaf Tarnfarbe. Das Einzige, was hier hervorsticht, sind die Buckles. Ja, der kommt auch in den Topf. Das heißt, den könnt ihr auch gewinnen und euch dann davon überzeugen, dass das alles Hand und Fuß hat. Offen und ehrlich, das ist uns eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt haben wir hier hinten für euch nochmal was aufgebaut. Zum einen das Lasercut Tarnnetz von Miltech. Das hat uns gerade auch bei unserem Phantom Leaf Tarn-Vergleich gute Dienste geleistet, um uns vor der heißen Sommersonne zu schützen. Also auch als Sonnenschutz natürlich perfekt geeignet. Sehr leicht. Es ist relativ leise, also es ist ein sehr weiches Nylonmaterial. Es hört sich jetzt hier natürlich im leisen Studio relativ laut an vielleicht. Ich weiß nicht, für mich hört sich jetzt laut an, aber es ist tatsächlich, wenn man das mit den klassischen Polyester-Tarnnetzen vergleicht, die es auch bei der US-Armee und Bundeswehr im Einsatz sind, ist es sehr, sehr leise. Universell, es hat hier Metallösen an den Ecken.
Haben wir, wie gesagt, auch schon mehrfach benutzt. Nicht das hier, weil das kommt auch in die Verlosung, aber wir haben natürlich andere Varianten schon vorab gehabt und getestet und das ist wirklich da kann man nichts sagen. Ja, und auch das gibt es dann entsprechend in allen 3 WASP 1 Tarnmustern. Ebenfalls in die Verlosung kommt der gute alte US-Poncho, hier in WASP Z3A Muster, wie ihr sehen könnt. Da braucht man nicht viel zu sagen. Klassischer Schnitt, klassische Größe, lässt sich mit Druckknöpfen zusammenknöpfen, um eben universell einmal als Poncho oder als Notschlafsack genutzt zu werden. Da gibt es von Miltech auch den Poncho-Liner und da muss ich wirklich sagen, ich habe auch die Original US-Poncho-Liner und das Ding hier, das steht dem in nichts nach, das sage ich euch. Das ist genau dieselbe Füllung, die Nähte sind genau gleich, es ist dieselbe Größe, dasselbe Gewicht, dasselbe Packmaß, absolut wertig und kostet wahrscheinlich die Hälfte. Also ist definitiv Best Bang for the Buck, was man in dem Fall haben kann. Haben wir leider, gibt es auch in Phantom Leaf, haben wir leider aber hier aufgrund der Short Weihnachtstime jetzt nicht mehr kriegen können, aber falls ihr dann sagt, ich will alles Ton in Ton haben, gäbe es das dann natürlich auch in den WASP 1 Tarnmustern in allen 3 Varianten. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein Special machen, also was wir uns definitiv auf die Fahne geschrieben haben, egal was ihr euch wünscht. Wir werden definitiv den Biwaksack von Miltech uns mal vornehmen, den 3-Lagen-Laminat-Biwaksack. Da haben wir nur Gutes von gehört und auch schon einige Videos gesehen, wo viel Gutes drüber gesagt wird. Und das wollen wir uns mal selber anschauen. Und deswegen ist der auch schon hier. Den haben wir jetzt hinten noch verpackt, aber da wollen wir natürlich nicht im Studio machen, sondern da wollen wir einmal rausgehen und den wirklich auch mal testen mit Kondens und allem drum und dran. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den selber im Einsatz habt. Vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen das mal das Argument zu sagen, ey, ich schaue mir Miltech mal genauer an. Okay, das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Das ist die Nässe-Schutzjacke Gen 2. Als ich die das erste Mal in die Hand genommen habe, wie gesagt, ich habe lange Miltech gemieden und durch die Phantom Leaf Kooperation haben wir es dann natürlich mal alles in uns im Detail angucken können und dann ist die im Team mal rumgegangen und da hat jeder gesagt, also da kannst du mal nichts sagen. Ja. Ist ein 3-Lagen-Laminat, Nachbau der ECW-CS Gen 2 von der US-Armee. Auch hier wieder WASP 1, 2, 3 und natürlich auch in anderen Tarnmustern und Farben von Miltech selbst verfügbar. Nur hier hat man sich gedacht, okay, wir machen da nochmal ein bisschen ein Special. Und zwar ist das nicht nur die typische Regenjacke, die man von der Army kennt, sondern man hat hier auch gleich noch eine Fleecejacke mit eingearbeitet. Also quasi 2 Jacken in einem. YKK-Zipper, also auch da nicht gespart und irgendeinen Billigreißverschluss verwendet, sondern YKK. Und hier könnt ihr jetzt schon schön sehen, hier in der Z1B-Variante ist das Vlies innen drin Foliage Green und das ist hier einmal mit Druckknöpfen fixiert und an den Seiten nochmal eingesippt. Das heißt, ich kann hier dann bei Bedarf, wenn es warm ist, das Vlies hier komplett herausnehmen. Andere Seite genauso. So. Und dann habe ich eine Jacke. Hier vorne ist auch nochmal gesichert. Habe ich ganz vergessen. Muss man natürlich hier im Ärmel auch. Ich zeige euch das kurz. Da ist auch nochmal ein Druckknopf. Das heißt, auch das ist eine coole Sache. Wenn man nämlich aus der Jacke rauskommt, dass die Fließärmel nicht sich jedes Mal beim Ausziehen mit entfernen, sondern die bleiben dann in Position. Andere Seite genauso. Und da ist der Druckknopf. Ich kann ihn fühlen. Okay. Da ist er und hat sich natürlich für mich verhakt. Okay. Und dann seht ihr, habt ihr im Endeffekt schon die Level 3 Fleecejacke, die die US-Armee auch bietet, hier nochmal als zusätzliche Jacke mit dabei. Ist natürlich jetzt kein Polartec-Vlies, aber ist auf jeden Fall ein warmes Vlies, wie wir auch schon feststellen konnten. Und somit habt ihr hier eine Regenjacke und eine Wärmeschutzjacke in einem und könnt das natürlich darüber hinaus auch noch in einem coolen Tarnmuster bekommen, wo alles Ton in Ton ist, selbst der Klett. Und ja, wertig verarbeitet, kann ich einfach nur so sagen. Hier seht ihr jetzt die Jacke noch einmal kurz am Mann. Da habe ich sie mir einmal angezogen, dass ihr einmal auch sehen könnt, wie die
auf normaler ziviler Kleidung aussieht. Also durchaus Wasp 1 ist auch definitiv EDC-tauglich. Ja, das war unsere kurze Vorstellung der Sifteck-Produkte von Miltech in Phantom Leaf Wasp 1, Z3A, Z2 und Z1B. Wenn ihr da nochmal irgendwas im Detail sehen wollt, lasst uns wissen. Auch gerne Sachen, die jetzt hier nicht gezeigt worden sind. Generell auch von Miltech haben wir euch ja versprochen. Wir machen auch Budget-Videos. Ihr habt danach gefragt, deswegen werden wir das auch dementsprechend machen. Wir haben da jetzt einen sehr guten Kontakt zu Miltech und wollen euch da auch überzeugen, dass das Unternehmen durchaus seine Qualität massiv nach oben verbessert hat. Ja, kommen wir zum Gewinnspiel. Ich würde sagen, wir verlosen euch einmal den Rucksack hier als Platz 1. Das heißt, das wird der erste Platz. Der zweite Platz bekommt dann den Poncho. Der dritte Platz bekommt das Tarnnetz und der vierte Platz bekommt den Buff und die Handschuhe. Da haben wir 4 Plätze, die hier teilnehmen können. Die Teilnahmebedingung ist relativ einfach. Liked mal unseren YouTube-Kanal, liked den Kanal von Phantom Leaf und alles weitere packen wir euch nochmal in die Videobeschreibung, dass ihr auch die Instagram-Kanäle nicht vergesst. Und dann lassen wir, heute ist der 24. Lassen wir mal das Ganze eine Woche dauern. Ja, und dann sagen wir mal, lassen wir es mal bis zum 2. Januar laufen, einfach, dass wir auch ein kleines bisschen Family-Zeit haben, ihr für euch und wir für uns. Und am 2. Januar geben wir dann um 20 Uhr bekannt, wer die 4 glücklichen Gewinner sind und schicken euch dann eure Sachen zum Ausprobieren. Und dann wünschen wir euch ganz viel Glück beim Mitmachen und wir wünschen uns vor allem auch, dass ihr ehrlich und offen in die Kommentare schreibt, wenn ihr da gewonnen habt, was ihr von den Sachen haltet, weil ein Unternehmen kann nur besser werden mit konstruktiver Kritik und nicht mit Hate. Ja, heute ist Weihnachten, deswegen wünschen wir euch natürlich, ich im Namen des Teams, ein schönes Weihnachtsfest mit der Familie. Bleibt gesund natürlich vor allem und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn wir in den nächsten Tagen nochmal Videos raushauen werden. Einfach nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Heute ist einfach ein Tag, wo man das hervorragend kombinieren und mit reinpacken kann ins Video. Ist natürlich auch später noch so gemeint. Falls ihr die anderen Videos danach seht und wir da nichts gesagt haben, dann müsst ihr einfach nochmal hier reingucken. In diesem Sinne, feiert schön. Die Sachen von Sifteck-Miltech Phantom Leaf bekommt ihr überall dort, wo man Sachen von Miltech und Phantom Leaf kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.